Gude oder wie man hier sagt, Bonjour. Wir sind nämlich an der wunderschönen Côte d'Azur in Südfrankreich, um 8 moderne Trailbikes gegeneinander zu testen und hoffentlich die Frage zu beantworten, was eigentlich der beste Allrounder des Jahres ist. Einer der 8 Kandidaten ist das Last Glen, was hier hinter mir hängt. Was das Rad auf dem Kasten hat, das erfahrt ihr jetzt hier heute im Video. Das Last Glen ist ein ziemlich besonderes Bike in unserem Testfeld. Es ist nämlich das einzige Trailbike mit Aluminiumrahmen. Alle anderen Bikes in unserem Vergleichstest haben Carbonrahmen. Last Glen hingegen hat einen Aluminiumrahmen. Wer jetzt bei Alu denkt, oh, Heavy Metal ist bestimmt ganz schön schwer, der liegt vollkommen falsch. Mit einem Gewicht von 14,36 Kilo ohne Pedale ist das Last definitiv auf der leichten Seite und das leichteste Rad in unserem Vergleichstest. Das Last Glen hat 160 mm Federweg vorne und 150 mm am Heck. Das Rahmenset gibt es ab 2.499 €. Die Komplettbikes kann man sich bei Last ziemlich individuell konfigurieren. Wir haben das mal zusammengeklickt und ungefähr so, wie es hinter mir hängt, mit ein paar Besonderheiten, die ich euch später noch erkläre, kommt man bei dem Rad auf einen Preis von etwas über 7.000 €. Also kein ganz günstiges Vergnügen, dafür aber ein Alu-Trailbike mit viel Federweg und einem richtig konkurrenzfähigen Gewicht. Das Last Glen und das Last Cole teilen sich dieselbe Rahmenplattform. Das Last Glen ist das Trailbike, das Last Cole hat nochmal ein bisschen mehr Federweg und geht in Richtung Enduro. Die Unterschiede sind unterschiedliche Rocker und Links. Generell legt man bei Last auch bei den Aluminiumrahmen auf richtig hochwertige Rahmen. Durch spezifische Links ist beim Last Glen auch ein Mallet-Aufbau möglich. Wir haben das Glen aber mit 29 Zoll Laufrädern vorn und hinten getestet. Generell legt man bei Last viel Wert auf möglichst hochwertige Rahmen, was unter anderem bedeutet, dass die ganzen Lagersitze und noch andere Kleinteile in Deutschland CNC gefräst werden, damit einfach die Toleranzen absolut perfekt sind. Insgesamt hat das Last Glen einen ziemlich schnörkellosen, geradlinigen Rahmen mit einem zeitlosen Design und ein paar schönen Details. Unter anderem könnt ihr dank einer Aufnahme für einen Toolmount Werkzeug auf der Unterseite des Oberrohrs befestigen und die Leitungen werden, wie man es kennt, durch den Rahmen verlegt, allerdings nicht durch den Steuersatz. Last bietet das Glen in 4 Rahmengrößen an, die allerdings nicht die typischen Bezeichnungen S, M, L, XL haben, sondern bei Last geht's los bei 165 bis 195 in 10er Schritten. Daran erkennt man schon so ein bisschen, das orientiert sich ungefähr an der Körpergröße. Das heißt, jemand, der 1,80 groß ist, würde normalerweise zu einem 185er Rahmen greifen. Wir haben das Last Glen in Größe 175 getestet, obwohl wir alle ein bisschen größer als 1,75 sind, einfach weil das Rad relativ lang ausfällt. Konkret bedeutet das, unser Testbike in Größe 175 hat einen Reach von 470 mm, also moderat lang, weswegen wir uns dagegen entschieden haben, einen 185er Rahmen zu nehmen. Und der Lenkwinkel liegt bei 63,9 Grad, also da merkt man schon, beim Last Glen soll es auf jeden Fall bergab gehen. Die Kettenstreben wachsen beim Last Glen von kurzen 430 bis hin zu eher langen 447 mm. Bei uns, bei der zweitkleinsten Rahmengröße, sind es 430 mm kurze Kettenstreben. Das heißt, hier ist das Last, so wie wir es getestet haben, definitiv auf der kurzen Seite, was eher für ein verspieltes und agiles Fahrverhalten auf dem Trail sorgen dürfte. Eine Besonderheit bei Last ist die Tatsache, dass es hier keine vorgefertigten Komplettbikes gibt. Stattdessen kann man im Online-Konfigurator sich eigentlich sein Traumbike so zusammenstellen, wie man es gerne haben möchte. In unserem Fall bedeutet das, dass hier ein RockShox Ultimate Fahrwerk bestehend aus Lyric vorne und Super Deluxe am Heck verbaut ist. Dazu leichte DT Swiss Laufräder aus Carbon und eine SRAM Axis Eagle Transmission. Auffällig ist außerdem die ansonsten eher selten verbaute Vegnum Nivo Dropper Post mit 212 mm Verstellweg, auf jeden Fall richtig viel, und es sind SRAM-Code-Bremsen verbaut. Außerdem ziemlich ungewöhnt ist das Cockpit, bestehend aus Intent-Vorbau und Bikerhead-Carbonlenker. Das sieht richtig schick aus und führt zu einer sportlichen Fahrposition auf dem Trail. Uns war es ein bisschen zu niedrig, weshalb wir einen Lenker mit mehr Rise verbaut haben. Stichwort Lenker, damit sich alle Bikes in unserem Vergleichstest möglichst identisch anfühlen, was die Kontaktpunkte angeht, haben wir alle Lenker auf eine Breite von 770 mm gekürzt. Dazu haben wir ergonomisch abgestimmte Komponenten von Ergon verbaut. Konkret bedeutet das identische Griffe und identische Sättel, alle von Ergon aus der gleichen Produktlinie. Weil es in Frankreich hin und wieder auch mal regnen soll, haben wir Schutzblech von Unleashed verbaut
und einheitliche Reifen von Goodyear, damit einfach der Kontaktpunkt von Bike und Untergrund bei jedem Rad in unserem Vergleichstest identisch ist. Hier haben wir die Goodyear Newton-Reifen genommen mit stabiler Enduro-Karkasse. Die sind zwar ein bisschen schwerer als die Reifen mit Trail-Karkasse, wir waren aber schon mal hier in Südfrankreich. Und wer das Terrain kennt, der weiß, hier gibt es sehr, sehr viele Steine und wenn es keine Steine gibt, dann fährt man über Steine. Deswegen haben wir die stabilen Enduro-Karkassen genommen, die ein bisschen mehr wiegen, damit wir aber keine Probleme mit Pannen und Plattenreifen haben. Außerdem hat IXS dafür gesorgt, dass wir mit Helmen und Protektoren bestens geschützt sind und mit den passenden Klamotten auch eine Menge Style auf dem Trail mitbringen. Wir haben das Last Glen hier in Südfrankreich zusammen mit 7 anderen Trailbikes getestet. Wenn ihr keines der Videos verpassen wollt, dann würde ich euch empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr das nicht ohnehin schon getan habt. Wie sich das Last Glen auf dem Trail geschlagen hat, das erfahrt ihr gleich, aber jetzt nehme ich euch hier einfach erstmal mit auf die Abfahrten in Südfrankreich. Alles gerichtet? Alles gerichtet. Gut, dann geht es jetzt ums Last Glen und unsere Fahreindrücke aus Südfrankreich. Wie hat euch das einzige Alurad in unserem Test gefallen? Das einzige Alurad und das leichteste Rad im Test. Ja, muss man auch dazu sagen. Ja. 14,4 Kilo. Also, dass man Carbon braucht, um ein leichtes Rad zu bauen, hat Last eindrucksvoll widerlegt. Es waren Carbon-Anbauteile dran. Es waren Carbon-Anbauteile dran, trotzdem Alurad. Korrekt. Ja. Nochmal zurück zur Frage, wie hat sich das Last Glen auf den Trails geschlagen? Fangen wir vielleicht beim Uphill an. Was ist dazu zu sagen? Durch das geringe Gewicht, allgemein relativ spritzig. Der Hinterbau wippt so ein bisschen, allerdings kommt man an den Climb-Switch-Hebel super gut ran und der stellt dann auch richtig Ruhe. Also für einen Trail-Uphill ist es ein bisschen zu stark, aber wenn du jetzt auf Asphalt trittst, Climb-Switch-Hebel umlegen und dann ist super. Von der Sitzposition ist es eher so ein bisschen kompakteres Rad gefühlt. Von der Sitzposition fand ich es aber trotzdem ziemlich gut. Also, hat auch eher ein niedriges Cockpit. Ja, also das eher wenig Stack. Ja. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber macht sich im Uphill auch definitiv bemerkbar. Ja. Also irgendwie so Probleme mit einer steigenden Front hat man beim Glen definitiv nicht. Nee. Und das mit dem wippenden Hinterbau kann ich nachvollziehen, würde ich auch so unterschreiben. Andererseits, wie du gesagt hast, ein Griff an den Hebel. Und das wird ja nicht super krass. Nee, es ist nicht so, dass du es brauchst, aber man kann es schon machen. Genau, und für Asphaltanstiege legt man halt einmal eine halbe Sekunde den Hebel um. Ja. Vergisst dann hoffentlich am Traileinstieg nicht, den Hebel wieder zurückzuschalten, sonst wird es ein bisschen straff. Aber finde ich, ist voll in Ordnung. Bergab hatte das Last Glen dann einen relativ speziellen Charakter, der uns aber allen ziemlich gut gefallen hat, muss man sagen. Mitch, wie würdest du den Charakter beschreiben? Es war auf jeden Fall ziemlich agil, spritzig könnte man auch sagen. Ich fand es am Anfang sogar etwas zappelig. Dieses zappelige Gefühl hat sich dann aber auch wieder gelegt. Ich meine, man muss sich immer ein bisschen dran anpassen an die Räder und wie sie sich fahren. Oh, das war aber so meine erste Eingebung, dass es so ein bisschen unruhig ist. Die Front ist, wie gerade erwähnt, auch relativ tief. Die habe ich mir dann auch ein bisschen hochgemacht. Wir haben einen anderen Lenker verbaut, wenn ich mich nicht irre. Genau, also das Glen hat einen wirklich niedrigen Stack. Und dazu war standardmäßig auch noch ein Lenker mit wenig Rise verbaut. Ich weiß nicht, ob 15 oder 20 mm, auf jeden Fall wirklich wenig Rise. Wir haben dann einen Lenker mit mehr Rise draufgebaut, um die Front ein bisschen höher zu bekommen. Und das war auch, glaube ich, für alle ein positiver Effekt. Ja. Also darüber hat sich auf jeden Fall keiner beschwert. Wobei ich sagen muss, ich fand es auch cool, mal wirklich wieder ein Trailbike zu haben mit einem tiefen Cockpit, wo man so aggressiv vorne drauf sitzt und nicht so aufrecht im Rad drin steht, sondern so ein bisschen vorne drüber hängt. Es ist halt ein recht spezielles Fahrverhalten. Ich fand es dadurch so, also gerade mit dem tiefen Cockpit so ein bisschen oldschool, aber es hat definitiv Spaß gemacht. Aber mit dem hohen Lenker hat es mehr Sicherheit vermittelt. Ja, und man muss ja auch sagen, der Trail, der hat ja verschiedene Facetten, sage ich mal. Ne? Oben flowig, in der Mitte technisch und am Ende eher steil und man könnte ruppig sagen. Und da hat sich das Fahrrad natürlich auch unterschiedlich gezeigt. Also oben war das tiefe Cockpit, war jetzt auch gar kein Problem. Beziehungsweise ein Problem war es eh nicht, aber da war es, sag ich mal, angenehmer zu fahren. Und unten hat man sich dann doch schon ein bisschen höhere Front gewünscht, weil es war schon sehr steil, wirklich super steinig und auch ein bisschen anspruchsvoll, was das angeht. Und da bist du dann mit einem höheren Cockpit auf jeden Fall besser zurechtgekommen. Aber grundsätzlich super agil und hat dadurch halt auch viel Spaß am Trail gemacht. Du konntest es auch einfach verspielt fahren. Ja. Das fand ich sehr gut an dem Rad. Ja. Würdest du das so unterschreiben, Arne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es war das Lieblingsbike von Gregor, der jetzt leider nicht hier ist. Weil ich glaube, das war so sein Favorite Bike, so vom Fahrstil auch her. Ja. Und insgesamt, ja, ist einfach ein cooles Trailbike, was viel Spaß macht. Ja. Nicht jetzt die Highspeed-Ballerbude ist, aber mit der kann man auch Highspeed ballern. Es fährt sich nur halt ein Tick nervöser vielleicht als zum Beispiel das Orbea. Ja. Aber insgesamt ein richtig cooles Bike. Mir gefällt auch der Alurahmen, wie alles verarbeitet ist, die Details. Das ist alles echt cool. Ja, das muss man ja dazu sagen. Also, Es ist ein High-End-Alu. Lars macht ja jetzt hier nicht einen Alurahmen, weil sie irgendwie Carbon nicht drauf haben oder weil sie was Billiges machen wollen. Also, dass Lars auch Carbon kann, ich glaube, das haben sie jetzt oft genug gezeigt. Und auch im Alu-Bereich machen die wirklich High-End-Sachen. Ja. Da kann man wirklich an der Qualität überhaupt nichts aussetzen. Das wirkt auch hochwertig, das Rad, das muss man auch sagen. Ja. Was so ein bisschen für mich ein Knackpunkt ist, ihr habt jetzt viel über die Stacker-Alp geredet und so weiter, dass es eine tiefe Front hat. Und das ist auch so ein bisschen größenspezifisch bedingt. Also wir haben jetzt das 175 gefahren. Das 185 wäre die nächstgrößere Größe gewesen. Wäre eigentlich für uns auch vielleicht das passende, oder wäre für uns laut Lars das passendere Bike gewesen. Wir sind alle so um den Dreh. Also 185 ist einfach die Last-Empfehlung für Menschen, die 1,85 groß sind. Das trifft so auf uns am ehesten zu. Aber da wäre uns der Reach sehr wahrscheinlich eine Ecke zu lang Sehr gewesen. Also auf wahrscheinlich, Papier ja, viel zu 500 lang. mm und wir sind so viele Räder gefahren, gerade im Trailbereich, dass wir wissen, 500 mm, das hätte was von dem, oder hätte den Charakter sehr verändert und wäre uns eher zu lang gewesen. Und Genau. ja, da... Das ist aber dieser Größen-Step zwischen den Rahmengrößen. Der ist groß, der Sprung ist sehr groß. Ja, der ist wirklich groß. Ich hätte grundsätzlich natürlich kein Problem mit 500 mm Reach. Man muss aber dazu sagen, dass ich privat in meinen eigenen Rädern immer unter 500 Reach bleibe. Deswegen ist das für mich keinerlei Problem. Aber ja, der Step ist einfach ein bisschen zu groß, finde ich, dazwischen. Ja, und das hätte halt schon den Charakter wahrscheinlich sehr verändert, weil man eben nicht nur den längeren Reach bekommen hätte, sondern auch nochmal einen höheren Stack. Insgesamt eine andere Balance, andere Körperhaltung auf dem Rad, die halt mehr in so eine laufruhige Richtung geht. Ich fand es beim Last gerade deswegen cool, weil es so agil und verspielt war und weil es dadurch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Andererseits muss ich aber auch sagen, so die Geometrie geht zumindest für mich persönlich an der Stelle nicht so ganz auf. Ja, weil es dann doch irgendwie einen sehr speziellen Charakter hat. Und mir persönlich hat da so eine Zwischengröße, so ein 1,80er Rahmen gefehlt. Ich glaube, das wäre ziemlich optimal gewesen. Für unsere Größe, für unsere Vorlieben, definitiv. Ja. Wer sich jetzt hingegen die Geometrietabelle vom Last anschaut und sagt, hier genau mit den Werten weiß ich, komme ich perfekt zurecht, der bekommt mit dem Last Glen ein richtig cooles, hochwertiges Trailbike aus Aluminium, was auf dem Trail einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Definitiv. Das war unser Review vom Last Glen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die aus welchem Grund auch immer in unserem Video unbeantwortet geblieben sind, dann einfach ab in die Kommentare damit. Da helfen wir euch gerne weiter. Ansonsten verlinken wir natürlich auch unseren Artikel auf MTB News, wo ihr alle weiteren Details findet. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und adieu.